Das Aufstiegsrennen spitzt sich immer mehr und mehr zu. 4, 5 Mannschaften im Kampf um Platz 3. Heute der nächste Versuch von uns, 3 Punkte mal wieder zu holen. Beim KSC Spieltag 28, nicht mehr viel Zeit, um diese kleine Chance auf den Relegationsplatz zu wahren. Das möchte ich ja noch erreichen. Dazu muss aber auch mal wieder gewonnen werden. Wir können nicht jetzt immer nur unentschieden spielen, wir müssen halt auch mal wieder gewinnen. Aber auch beim KSC wird das nicht ganz so einfach. Ich habe Hikimoglu auf die 10 gerückt, dafür rückt Jan da raus, Fridjonsson vorne rein, weil ich einfach mal wieder ein bisschen mehr Präsenz vorne brauche. Ich brauche jemanden, den ich auch mal hoch anspielen kann, wo ich auch mal eine Flanke reinschlagen kann, wo ich weiß, der ist nicht gleich immer weg. Ja, und ansonsten ist der KSC auch eine sehr, sehr unangenehm zu spielende Truppe. Die sind zwar Zehnter, haben jetzt 2 Siege aus den letzten 5 Spielen, 2 Niederlagen, dazwischen noch einen Unentschieden. Und wir haben ja auch noch was gut zu machen. In der Hinrunde haben wir 3-0 verloren zu Hause. Und gerade jetzt in dieser Phase, gerade jetzt bräuchtest du auch einfach nochmal so einen Sieg. Ja, ihr seht Düsseldorf oben, die gehen schon 1-0 in Führung. Die stehen nämlich momentan auf Platz 3 bei Kaiserslautern. Das heißt, heute ein Sieg von uns und wir würden zumindest dranbleiben, je nachdem, wie sich das Spiel in Lautern noch entwickelt. Hikimoglu, da war Fröhling zum ersten Mal, aber die Karlsruher, die stehen sofort wieder hinten drin. Es ist echt schwer, hier irgendwas zu machen. Vielleicht jetzt Fröhling, erste Aktion abgefälscht. Und Himmelmann im Tor. Also ein trostloses 0-0 wie gegen die Hertha will ich nicht nochmal erleben. Klar, so Spiele gibt es auch, wo halt nichts funktioniert. Ist halt auch manchmal schwere Kost, ist halt auch zweite Liga. Da geht es halt viel über den Kampf, wenig Spielerisches, aber im Prinzip ist so 0-0 jetzt nicht unüblich. Also es gibt auch in der Bundesliga und sonst überall gibt es auch mal so langweilige Spiele, aber wenn es nur 1, 2 davon gibt in der Saison, bin ich zufrieden. Jetzt müssen wir mal gucken, was die Karlsruher machen oder wie die das spielen. Ich glaube im 4-4-2 mit 2 defensiven Sechsern. Deswegen geht, glaube ich, vorm Strafraum wenig. Deswegen auf Fridjonsson. Jetzt aufgepasst, Karlsruhe kommt. Über Pfeiffer und Partov ist dazwischen. Also auch die Verteidigung, muss man auch mal sagen. Auch wenn sie 2 bzw. ein Gegentor zuletzt bekommen hat gegen Köln. Die steht sicher, die letzten Spiele, die letzten Monate eigentlich. Wir haben viele zu 0 Spiele. Verteidigen da alles weg, was halt zu verteidigen ist. Du kannst halt nicht alles wegverteidigen, gerade als Aufsteiger nicht. Ich meine, das ist hier immer noch Jammern auf hohem Niveau, was ich so gerne sage. Wir sind Aufsteiger hier, wir müssen gar nicht Dritter sein. Wir müssen gar nicht hier im Kampf um den Aufstieg mitreden. Aber wenn sich die Chance jetzt schon mal ergibt, dann will ich natürlich auch dabei sein. Ihr kennt mich, ich möchte das Maximale immer rausholen aus meinen Mannschaften. Und das ist dann egal, ob es Münster ist, ob das irgendein Top-5-Verein ist oder sonst irgendwer. Ich möchte das auf jeden Fall zumindest versuchen. Wenn es dann hinterher nicht klappt, okay. Dann hat es nicht sollen sein, aber im Prinzip, wenn ich schon vorher die weiße Flagge hisse, dann brauche ich eigentlich gar nicht anfangen. So, das ist immer meine Devise, die ich hier habe. Und von daher gucken wir mal. Fridjonsson vorne als Anspielstation. Rudowski läuft durch, kriegt den Ball. Sehr gut gemacht. Und jetzt brauchen wir Fridjonsson in der Mitte. Oder hinten Fröhling. Ja, ist aber abseits, oder? Nee. Kein Abseits von Fröhling. Aber jetzt hier unser Pressing. Wenn wir es dann irgendwie hinkriegen, Himmelmann, der, genau, kann den nur wegschlagen und den Ball, die Bälle müssen wir dann haben. Haben wir auch, sehr schön. Und dann wieder hinten rum aufbauen über die Flügel. Wie gesagt, der KSC, der macht das in der Mitte ganz schön eng. Da werden wir wenig Platz haben, schade, Fehlpass mit Ansage. Hendricks hier auch wieder, nächstes Beispiel. Die Karlsruher, die spielen das momentan Gott sei Dank nicht so gut. Jetzt vielleicht die Chance, Rudowski hinter die Abwehr, jawohl. Und jetzt Fridjonsson, die XXL-Möglichkeit. Aber er macht ihn nicht. Schöner Ball, gut angenommen, alles richtig gemacht, bis auf den Abschluss. Ach, wenn er den einfach ein bisschen mehr mit dem Vollspann trifft, nicht so mit der Innenseite, dann steht es vielleicht 1-0. Aber das fehlt uns halt. Einfach mal wieder in Führung gehen. Einfach mal den Gegner ein bisschen vor Probleme stellen, ein paar Kopfschmerzen bereiten und dann ist ja die Hoffnung da. Ja, auf den Sieg. Fröhling bleibt dran. Sehr, sehr schön. Komm, Junge, hast du. Ja, nein, doch nicht. Das verstehe ich nicht. Er hatte ihn doch. Er hatte ihn, dann hat er ihn verloren und dann durfte er nicht mehr. Und dann durfte er leider nicht mehr. Cortes, Remberg. Also auch hier Remberg und Hendricks. Die beiden im Zusammenspiel. Wunderbares Duo.
Muss ich sagen, die machen das auch richtig, richtig gut. Brodowski, komm, ich warte auf den Moment. Das ist der Moment. Der Horst, wer ist in der Mitte? Fridtjonsson wieder. Kommt nicht ran. Oh, Remberg hat aber Platz. Jetzt haut er aber einen raus. Remberg. Ja, schade. Ich dachte eigentlich mit links. Wie in der Hinrunde gegen die Hertha. Dieses Traumtor in den Winkel. Ja, und das muss man dann halt auch machen. Auch wenn der jetzt vorbeiging, aber genau so Aktionen brauchen wir. Die Abschlüsse. Aber es fehlt nach wie vor die Führung. Mal vor der Pause. Wir machen das richtig gut. Wir pressen nach wie vor vorne. Die Karlsruher machen viele, viele Fehler. Auch hier im Aufbau. Schade, dass Fridtjonsson da nicht rankommt. Und hier, nächster Fehlpass. Kirkeskov, die rutschen wie die Sau. Klar, es regnet ja auch. Logischerweise. Fröhling vorbei. Nee, ist zwar schnell, aber nicht mit dem Kopf durch die Wand. Das geht meistens nicht gut. Hekimoglu nochmal. Partov. So, die letzte Aktion vor der Pause. Er pfeift sogar im Angriff ab. Perfekt. Sehr, sehr schön. Also 0-0. Der etwas besseren Art. Wir spielen besser als gegen die Hertha. Wir haben auch mehr Abschlüsse. Glaube ich. Ja, 3:2. Also die Karlsruher auch schon mit 1, 2 gefährlichen Gelegenheiten. Ich gucke gerade nochmal, ob ich bei den Taktiken irgendwas verändern kann. Ja, ob ich vielleicht da irgendwie... Ja gut, es ist zwar auch ein breiteres 4-2-3-1. Ja, die beiden Verteidiger kommen natürlich mit nach vorne. Soll auch so sein. Da bin ich am Überlegen, Innensturmprofi. Ob die vielleicht doch auf dem Flügel bleiben. Breitstehender Profi, der auch nach innen rücken kann. Muss aber nicht unbedingt. Ich gebe beiden mal Flügelmotor, dass die halt, wie gesagt, außen bleiben. Und Hekimoglu, den könnten wir vielleicht Schattensturmprofi geben. Vorne Stoßsturmprofi. Anspielstation, falsche 9. Knipserprofi. Also er konzentriert sich auf die Läufe im Strafraum, bleibt auch wirklich vorne und Hekimoglu dann so als hängende Spitze vielleicht nochmal ein zusätzlicher Mann im Strafraum. So, das ist die Hoffnung. Das ist der Plan. Ob es am Ende funktioniert, weiß ich nicht. Ich versuche aber auf jeden Fall alles. So, erste Aktion hier, zweite Halbzeit. Kirkeskov, bisschen weit vorgelegt. Fröhling. Und jetzt Hekimoglu, Brodowski. Irgendwie ein Abschluss. Irgendwie ein Abschluss, ja. Ging auch leider... Ja, okay. War schon knapp, ja. Der hätte vielleicht drin sein können, wenn er ein bisschen weiter nach links gegangen wäre. Aber genau das sind die Situationen hier. Da müssen wir den Gegner immer wieder reinkriegen. Mit 2 Mann vorne pressen und dann irgendwie vorne. Komm, 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 Fröhling. Das war kein Foul. Gut gemacht. Und dann verlieren wir den Ball unnötig. Aber ihr habt gesehen, wie es funktionieren soll. Im besten Fall. Genau. Ins Pressing rein. Sehr schön gemacht. Fröhling jetzt vorne alleine. Und dann rücken wir zu langsam nach, leider. Hekimoglu, Hendricks. Oh, er muss schneller nach unten. Schneller. Viel schneller. Und dann bin ich gespannt, was der KSC hier macht, wie die rauskommen aus der Halbzeit. Ja, Düsseldorf für 2-0. Das war klar, dass die gewinnen werden. Das heißt, auf die Gegner, da können wir uns nicht verlassen. Wir müssen jetzt hier unsere Hausaufgaben machen und vielleicht ist dann doch nochmal irgendwo eine Mannschaft, die gegen Düsseldorf nochmal einen Sieg holt oder einen Unentschieden. Oh, großer Fehler. Aber sogar abseits von Pfeiffer. Okay, alles klar. Und dann geht's hier weiter über Brodowski, über Terhorst unten. Oh, Fehlpass auch wieder mit Ansage. Ich habe halt immer die Hoffnung, dass sie doch irgendwie einen größeren Radius haben und dann den Ball nicht immer direkt zum Gegner in die Füße spielen. Aber immer wieder ein ums andere wird hier die Hoffnung dann zunichte gemacht. Ja, unglücklicher Zweikampf. Haben wir eigentlich gewonnen. Herold. Jetzt aufgepasst. Pfeiffer, Terhorst, genau das meine ich. Der gewinnt auch richtig viele Zweikämpfe und jetzt die nächste Chance. Umzuschalten. Brodowski unten hat viel Platz. Fridtjonsson muss geschickt werden. Wird geschickt. Und jetzt bist du alleine. Gegen alle. Allein gegen 2. Gegen einen und blind auf den Verteidiger zuzulaufen. Ist meistens nicht so schlau. Aber auch hier wieder Ballgewinn. Das Gegenpressing, das funktioniert jetzt richtig, richtig gut. Und Fröhling mal. Ja, alleine gegen alle. Warum nicht hier? Alleine gegen 1, 2 Leute. Ist schon im Strafraum, aber dann kriegt er leider nicht den Abschluss. Wir legen uns jetzt den Gegner so ein bisschen zurecht. Fröhling hat Platz. Oh, legt ihn sich ein bisschen zu weit vor. Dann der Doppelpass.
der leider nicht funktioniert mit Fridtjonsson. Aber wir haben Glück, wir kriegen den Ball. Fridtjonsson jetzt und Fröhling und der Abschluss und Fröhling. Und Himmelmann im Tor. Der beste Karlsruher. Auch in Halbzeit 2, das heißt schon einiges. Aber aufgepasst, die Karlsruher. Genau durch sowas kommen sie dann wieder zu Chancen. Achtung, Behrens. Komm, Junge, steh auf. Oh Gott. Wie lange braucht der denn? Der Karlsruher wäre fast noch an den Ball rangekommen. Mir schwante schon wieder übelst. So, was kommt jetzt noch von Karlsruhe? Achtung, wieder Schleusener. Kein Foul. Nur stellen. Im richtigen Moment, wenn es irgendwie geht, dann zugreifen, zuschlagen. Und vorne Fridtjonsson. Das ist jetzt mal die Gelegenheit. Wenn wir da einfach mal Zweikampfsieger werden dürfen, würden. Hier, waren wir auch wieder am Ball. Kriegen wir nicht. Und jetzt Achtung. Achtung! Und dann kassierst du so ein Gegentor. Was willst du dazu noch sagen? Du hast den Ball im Zweikampf schon gewonnen und dann verlierst du den Ball wieder auf mysteriöse Art und Weise. Burnic war's dann am Ende, der dann zum 1:0 einschießt. Und das ist halt bitter, wie wir in letzter Zeit hier die Spiele verlieren. Da machst du echt hier ein richtig gutes Auswärtsspiel, bist eigentlich die bessere Mannschaft. Drittes Tor natürlich erst von Burnic. Wer hätte es gedacht? Aber gut, wir haben noch Zeit. Wir haben noch rund 10 Minuten mitten bis Nachspielzeit, um hier zumindest ein Remis zu holen. Ich weiß, die Düsseldorfer werden das gewinnen. Achtung, Himmelmann, was macht er denn? Und dann schaffen die es immer wieder. Guck mal, aus der Bedrängnis den Ball da hinten hinzuspielen. Wahnsinn. Nächste Gelegenheit. Oh, Jungs, was macht ihr da jetzt? Komm, spielt nicht wie Amateure. Fröhling, nächste Chance. Guter Laufweg, Kirkeskow. Und jetzt in der Mitte. Fridtjonsson. Fridtjonsson! Es geht doch! Der Ausgleich. Die Karlsruher liegen am Boden. Genau, irgendwie hat sich da... Was war gerade mit Rembergs Arm los? Kirkeskow. Genau das sind doch die Laufwege und die Spielzüge. Es geht doch so einfach. Ein einfacher Ball hinter die Abwehr. Und dann der Pass in die Mitte. Und Fridtjonsson ist halt nun mal da, wo ein Stürmer zu stehen hat. Aber das reicht nicht. Das hört sich blöd an, aber ein Remis würde uns ja absolut nicht weiterhelfen, weil, wie gesagt, Fortuna Düsseldorf wird gewinnen bei Kaiserslautern. Wir brauchen jetzt eigentlich noch ein zweites Tor. Und die Zeit haben wir noch. 3 Minuten. Komm, wir haben schon öfter Tore in letzter Minute geschossen. Heute brauchen wir nochmal eins. Unbedingt. Fröhling, Kirkes. Oh, nicht in Rücken. Nicht in den Rücken, aber komm, trotzdem nochmal vorne versuchen, den Ball nochmal zurückzuerobern durch ein Pressing, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, Himmelmann wird den jetzt nach vorne schlagen, natürlich ganz souverän. Und da bleibt es leider beim 1:1. Also Gott sei Dank noch ein Punkt. Wer weiß, wie wertvoll der am Ende der Saison noch sein wird, aber insgesamt glaube ich ein sehr unglückliches Spiel. Wir hätten nicht unbedingt unentschieden spielen müssen. Der eine Abwehrfehler, gut, das passiert. Aber wie gesagt, mal gucken, wie wertvoll der Punkt dann am Ende der Saison noch sein wird. Also versteht mich nicht falsch, ein Unentschieden ist absolut okay beim KSC, aber mit dem Hintergedanken, den ich halt die ganze Zeit habe, ne, Aufstiegsplatz und Platz 3 und so weiter, und wenn ich sehe, dass die Konkurrenz halt auch gewinnt, Spielzeit von Kunja, achso, das ist unser Ersatzkeeper, und natürlich auch von Namdi Collins, den haben wir für 2 Jahre ausgeliehen, den müssen wir natürlich auch irgendwann dann mal spielen lassen, aber jetzt gerade in der entscheidenden Phase der Saison möchte ich eigentlich so wenig wie möglich die Mannschaft umstellen. Jetzt kommt das nächste Topspiel gegen Hannover. Ja, 3 Punkte Rückstand. Das ist noch möglich. Wir haben nur 3 Punkte Rückstand. Oben der 1. FC Köln, das müssen wir mal rechnen. Es sind noch 6 Spiele, 18 Punkte. Ja, also sind aufgestiegen. Rechnerisch ist das zwar noch möglich, dass Düsseldorf da die Kölner einholt, aber da muss ganz viel zusammenkommen. Also Köln ist aufgestiegen. HSV noch nicht ganz safe, die können das immer noch verspielen, aber dann dahinter. Schalke 41, Hertha 42, Hannover 42, Paderborn 44, wir 45. Unten gucken wir mal, ist Ulm, Braunschweig, Regensburg, ist auch noch alles offen. Also die letzten 6 Spiele
Und es steht noch nichts fest, außer der erste Aufsteiger Köln. Ansonsten, ja, kann alles noch passieren. Vielleicht auch mal wieder ein Sieg. Also jetzt wird es echt mal wieder Zeit. Wir gucken gleich nochmal auf den Kalender. Ich möchte mal gucken, wann wir den letzten Sieg geholt haben. Ist jetzt auch schon ein paar Spieltage her. Ein paar Spieltage her. Mal gucken. Wir haben den Sonntag. Das heißt, die anderen haben eventuell schon gespielt. Gucken wir mal. Ja, Düsseldorf hat nicht gewonnen. Hat nicht gewonnen. Hat verloren. Ne? Gegen Braunschweig zu Hause. Also ihr seht, die legen uns eigentlich ja, den dritten Platz schon vor. Ich meine, wir werden nicht Dritter aufgrund der Tordifferenz, aber gut, Paderborn gewinnt gegen Magdeburg, aber Düsseldorf patzt. Und das ist jetzt auch eigentlich unsere Chance. Und wir müssen jetzt auch eigentlich gegen Hannover gewinnen. Hätten wir aber auch die letzten Spiele. Also wir kriegen hier die Steilvorlage. Vielen Dank an die Braunschweiger. So, wann ist der letzte Sieg? Gegen Regensburg zu Hause. Danach Niederlage, Unentschieden. Also, letzten Spiele waren nicht ganz so erfolgreich. Jetzt zu Hause gegen Hannover und in Nürnberg. Da müssen nochmal jeweils 3 Punkte her. Sagt sich immer so einfach. Aber wir gehen es an. Zusammen. Ich hoffe mit euch. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und weiterhin Daumen drücken für unsere Jungs.